Er gilt als einer der bedeutendsten Künstler der Moderne. Marc Chagall. Seine Werke farbenfroh, verträumt, fantastisch. Doch eine Phase seines Schaffens ist eher unbekannt. Die Zeit zwischen 1930 und den 1940er Jahren. Eine Welt in Aufruhr, eine Zeit, in der sich Marc Chagalls Bilder verdunkeln. Seine Werke aus diesen Jahren sind auch ein Spiegel des Zeitgeschehens. Ein Mann, Russe, Jude, Künstler, vertrieben, entwurzelt, zerrissen. Auch auf der Suche nach sich selbst. Wer also war Marc Chagall? Chagall wird 1887 als ältestes Kind einer orthodoxen jüdischen Arbeiterfamilie in Witebsk im ehemaligen russischen Kaiserreich geboren. Gebürtig heißt er Moishe Chagall. Anfang der 1920er Jahre verlässt Chagall, enttäuscht von der kommunistischen Bildpropaganda, das postrevolutionäre Russland. Er zieht mit seiner Familie, seiner Frau Bella und seiner Tochter Ida nach Paris. In der dortigen Kunstszene versucht er sich zu etablieren und als internationaler Künstler wahrgenommen zu werden. Doch dies gelingt ihm nicht. In Frankreich bleibt er der Russe. In dieser Zeit des zunehmenden Antisemitismus wird er vermehrt mit seiner jüdischen Identität konfrontiert. 1933 kommen die Nationalsozialisten in Deutschland an die Macht. Chagall malt in diesem Jahr Einsamkeit. Ein Jude sitzt vor einer brennenden Stadt. Er umschlingt eine Tora-Rolle. Sein Blick geht ins Leere. Chagall ahnt zu diesem Zeitpunkt bereits, dass er seine Heimat Witebsk wohl nicht wiedersehen wird. In seinen Werken aber taucht Witebsk immer wieder auf und die Stadt wird sein Leben lang ein Sehnsuchtsort für ihn bleiben. (1941) muss Marc Chagall Frankreich verlassen. Auch hier ist er als Jude nicht mehr sicher. Immer wieder malt Chagall Kreuzigungen. Mit der Zeit wird es ein wichtiges Bildmotiv des Künstlers. In den Gemälden betont Chagall Jesus' jüdische Identität, malt ihn mit einem Talit, dem jüdischen Gebetsmantel, und dem Tefillin, dem Gebetsriemen. Es ist ein Appell an die Christen, dem Mord an den jüdischen Menschen nicht tatenlos zuzuschauen. Die Familie Chagall emigriert nach New York. Obwohl sich Chagall dort in Sicherheit befand, tat er sich, wie viele EmmigrantInnen, mit dem Leben in der Fremde schwer. Anschluss und Trost fand er in der jüdisch-osteuropäisch geprägten Community. Chagall wird die englische Sprache nicht lernen. Während des Exils malt Chagall Bühnenbilder, entwirft Kostüme für das Ballett Aleko. Für den Künstler auch eine Möglichkeit, mit anderen russischen Exilanten zusammenzuarbeiten. Mit Bella Chagall, seiner großen Liebe und Inspiration für seine Kunst, teilt Chagall eine besondere Geisteshaltung.
und auch die Erinnerung an die gemeinsame Heimat Witebsk. 1944 stirbt sie, mit 48 Jahren, überraschend. Chagall verarbeitet den schweren Verlust in eindringlichen Bildern. Für ihn beginnt eine Zeit des Übergangs. Chagall vollendet sein programmatisches Werk Der Engelsturz. Über 24 Jahre arbeitete er immer wieder daran. Schon in den 20er Jahren skizziert er die beiden Hauptfiguren, den Mann mit der Tora-Rolle und den herabstürzenden Engel. In der finalen Fassung von 1947 erscheint der Engel erschrocken von dem, was auf der Erde geschieht. Chagalls Farbpalette hier dunkel, gedeckt. Erst 1948 kehrt der Künstler nach Frankreich, nach Europa zurück. Seine Zerrissenheit zwischen den Kontinenten, den Verlust, die Vernichtung der Jüdinnen und Juden in Europa, immer wieder verarbeitet er sie in seinen Bildern. Für den Künstler ist es eine Phase des Zurückblickens, aber auch des Aufbruchs. Er malt doppelgesichtige Porträts, die gleichzeitig zurück, aber auch nach vorne schauen. Seine Heimat ist und bleibt aber seine Kunst.